viele Afrikaner, die leben ja ein Stück Heimat dann doch in den Communities, die ich sehr spät kennengelernt habe. Wo lebt ihr euer Stück Afrika? Da haben wir ja schon gesagt, das meintest du ja vorhin, das ist sehr unterschiedlich, was man damit verbindet. Ja, was ist Afrika für mich? Riesengroß und kann ganz Unterschiedliches meinen, ganz Unterschiedliches bedeuten. Wie ist es bei dir zum Beispiel? Also mein Stück Afrika ist auf jeden Fall zu Hause bei meinen Eltern. Meine Eltern sind hier in Hamburg und wir kochen ganz viel Ganache, Fufu oder Reis. Was ist dein Lieblingsessen denn? Eigentlich Reis und Stew. Ich bin kein Fufu-Fan. Kennt ihr Fufu? Ja. Ja, also das ist mir alles ein bisschen zu schwer. Lecker. Aber ansonsten Reis und Stew. Damit, ja. Und ansonsten, ja, die Kirche, wo sie halt hingehen, wo dann ganz viel musiziert wird, wo dann auch ganz viel traditionelle Tänze gemacht werden. Bist du damit aufgewachsen? Ja, ich habe ja 5 Jahre in Ghana gelebt. Vom 5. bis zum 10. Lebensjahr und habe da die Kultur mitbekommen. Ich habe da die Sprache gelernt und bin da auch zur Schule gegangen und hatte Freunde und bin dann mit 10 wiedergekommen. Und natürlich lebe ich Afrika auch durch meine Kleidung. Ich trage gerne African Prints. Ja, das ist so mein Stück Afrika. Das sieht toll aus, ne? Also Really richtig schön. Macht Lust darauf, ja, auch selber irgendwie sowas in der Art zu tragen. Sehr, sehr hübsch. Vielen Dank. Hat das denn eine Bedeutung? Also ich weiß, dass Prints auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Ja, also das Muster hier, das kenne ich nicht, diese Bedeutung, aber es gibt andere Stoffe wie Kente. Das ist dann Königsstoff, wurde früher nur von den Königen getragen. Und natürlich haben andere Stoffe auch andere Bedeutungen. Darf man das in Ghana jetzt auch tragen? So ein Klar. Königsstoff, so ein Königsgewand? Was passiert Natürlich, gar nicht. Du wärst, vielleicht verbeugt sich einer vor dir. Entschuldigung, aber ansonsten ja. Yeah, I love looking at her. You are. For me, it continues with having met Jen, for example, people who were born and raised here in Germany with dark brown skin, even though of course, her German is perfect. She was raised here in Germany, but you stayed true to the food choices, your nutrition, how you cook. For me, as an African American, I was born and raised in America. My teachers, my doctors, all were 90% anyway percent in the school, and if I went to a doctor, they were also of African descent. So I was very used to that. My father died when I was a little baby, so I only had my mother, but it was really so that as I was being raised, that a whole village raised the children there. The people who were not my blood aunts, I called them aunts or uncles, and we all played together. War dann die Black Community in Amerika, in der du aufgewachsen bist? Absolutely. The church also. Of course, African American church, you know, black preacher, black choir. I was in the young people's choir, so raised in believing in God, in one God. Having been in Germany now for many years, the way I keep it and the way I've been able to keep the pride and heritage of my African descent with my children is to decorate the house with African and African American artifacts, sculptures. Yeah, I laid ebony magazines around or African magazines around. Also found a nice Dina Fia page where you can write a book about it, but there are a lot of inventions by people of African descent, from simple things. Das ist gar nicht so bekannt, ne? No. Das wurde nie so kommuniziert, ne? No, immer it's unter den not. Teppich gekehrt, auch über lange Zeit. Something as simple as a light bulb, hairbrush, ironing, the iron, the lights, what do you call it, the traffic signal. Ja, ich weiß, du bist da sehr belesen und ich glaube, da hat er eine Menge Recherche drüber betrieben. Ich kriege das immer wieder mit. Ne? Yeah, and last but not least, like her, the way I dress right now, I would call it a cross between Europe and Africa. Yeah. It's totally mixed. In the music choices that I made, the CD that I just produced was done, the co-producer was European in his studio, but it's still my African-American culture, my voice, which is strongly inspired by gospel music and rhythm and blues. Das stimmt, das hört man sofort, oder? Das haben wir schon ganz oft gehört. Ja, total. Absolut. Echt. Ja, mein Stück Afrika habe ich eigentlich relativ spät entdeckt. Ich habe es auch nie vermisst, muss ich sagen. Ich habe mich immer sehr gut gefühlt, so wie es war. Ich bin ja hinterm Deich aufgewachsen, so und ja, also weil das alles ziemlich toll war, habe ich es nicht vermisst. Mein Vater war halt schwarz, meine Mutter war weiß und wir waren da mittendrin. Das war jetzt gar nicht, schmeckt's. Ja. So, wir waren da mittendrin, das war gar nicht das Thema. Deshalb, ich muss auch sagen, Rassismus zum Beispiel, ne?
ist echt nicht mein Thema. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war mein Thema. Es war es nicht. Ich war da mittendrin. Das war einfach ein schönes Aufwachsen. Ja, meine Eltern waren auch sehr beliebt, sind sie immer noch. Hallo. Das ist einfach so. Und da hatte ich vielleicht Glück, aber dadurch wurde es gar nicht so zum Thema. Mein Vater, der bäckt und das ist ein toller Brot und was weiß ich, Bäcker, der kocht auch ganz toll. Aber es war immer irgendwie ja, eine internationale Küche, aber nicht typisch afrikanisch, Ganache, was weiß ich so. Ne? Und diese Sendung hier, Afrika Outlook, die hat eigentlich erst so diesen Link zu der Community geschaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe zwar eine Zeit in Kapstadt gearbeitet und so weiter, aber es ist ja nochmal ein anderes, sehr, sehr europäisch. Ne? Das ist halt komplett anders als Westafrika oder so. Und das ist eigentlich, das habe ich dir auch zu verdanken und auch Ken zu verdanken, ja, so ein Stück geworden, bei dem ich gedacht habe, ja, toll, irgendwie bereichernd, ja, weil das bin ich ja auch. Das ist ja auch ein Teil von dir, ein Stück von dir, was vielleicht ein bisschen geschlafen hat und jetzt wach ist. But you're not alone with that. You remember one of our oldest and most, I would say, revered guests, Marie Nayar. She's over 80 now. And she's one of the last surviving people of African descent who survived the Holocaust. Yeah. And she also, through Black History Month and this show, in her late 70s, 80s, opened up her interest in the black side of her and the African side of her. Isn't this very interesting? It can happen at any time. She was born and raised in Germany. And you know, and she spoke German and everything. Of course, through her life there was a lot of N-word, this or whatever, but she didn't really know what it meant. Eine sehr starke Frau, ne? Sehr ich habe stark. Auch schon mal getroffen. Sehr, sehr beeindruckende Frau, wirklich. Yeah, exactly. But auch ein Vorbild, ne? Da sind wir wieder dabei. Yes. Absolut. Wie definiert ihr euch denn? Sagt ihr irgendwie, ich bin deutsch, ich bin Afrikanerin oder ich bin beides oder ich bin schwarz, ich bin weiß? Also ich bin auf jeden Fall schwarz und gerne auch afrodeutsch. Sehr schön. Und du? Afrodeutsch, ja, ich weiß es eigentlich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Ich fühle mich sehr weiß und ich fühle mich sehr schwarz. Also ich fühle mich wirklich beides total, also ganz und gar. Also auch wenn ich in der Black Community bin teilweise. Ich moderiere da ja auch zwischendurch oder Ken hatte mich auch neulich zum Kirchgang da eingeladen. Ich fühle mich mittendrin. Ich fühle mich auch total aufgenommen. Also ich fühle mich gar nicht anders oder so, muss ich sagen, in dem Moment. Deshalb, das ist, glaube ich, so ein facettenreiches Gebiet bei mir. Und ich muss sagen, ich genieße das sehr. Ne? Ich mag jetzt zum Beispiel deshalb Fufu und das habe ich auch sehr spät entdeckt. Ich liebe das. Das sind alles so Dinge, die nochmal so obendrauf und ein zusätzliches Plus sind, eigentlich für mich im Leben. Dass ich so sehe, weißt du, das ist auch was Schönes, ja, was ich so ja, in mein Leben integrieren kann. Aber ich kann nicht sagen, ich würde mich nicht als weiß, schwarz oder mixed oder so noch nicht mal sehen. Ne? Warst du schon mal in Ghana? Ja, das ist ein großes Thema, ne? Also aus familiären Gründen nicht. Noch nicht? Nee, das wird auch so nicht sein. Nee, das ist ein bisschen schwieriges Thema, langes Thema. Aber insgesamt Afrika zu bereisen oder irgendwo, wo auch jetzt nicht die Familie wohnt, sondern egal, afrikanisches Land zu bereisen, glaube ich, erweitert nochmal so den Blickwinkel. Ja, das habe ich auch sehr gemacht. Ne? Ja. Leider dieses Land nicht. Das ist für mich das nicht so möglich. That's exactly what I was thinking. I haven't had the opportunity to be in what you would call an African country. I was in Tunisia for a while. I was pretty much protected in a vacation situation. So for me, in answer to your question, am I black, am I what? Other people on paper call me an African American because my roots are clearly from Africa, but I was born in America. So, of course, now I live in Europe and I've been influenced by a lot of the cultural things. I still love to eat. I'm not really into the German kitchen. I just turned into a vegetarian for health reasons, so I don't really eat meat or fish anymore. But I have a wonderful friend who's Afro-German, a Nigerian German, and she cooks so good. So I love the African kitchen. I've gone to Chica's, you know, Chica's by Barmbek. She makes the best, when I was still eating fish, the best fish foods. And then there's also, I'm trying to remember her name, there's so many wonderful restaurants who feature this wonderful food. I would just love to come to your house and meet your mom and eat what you eat, Ghanaian food. Yeah. But I would say, for me, if you have to give me a title, it would definitely be African American.
because it shows that I was born in America, but I also have African heritage. But I believe, yeah. Sehr, sehr spannend, ne? Weil oft kommt so eine Definition, finde ich, auch von außen. Also das, als was man gesehen wird, ja, was man vielleicht so gar nicht ist, weil vielleicht ist man einfach deutsch, weil man ist die ganze Zeit hier gewesen. Das ist immer, also für mich ist das wichtig, das so auseinander zu friemeln und zu sehen, welcher Teil ist denn wirklich wahr, ja? Was ist nur so aufgesetzt von außen, ne? Weil man eine Hautfarbe sieht, weil man so bestimmte klischeehafte Zuordnungen dann auch bekommt. Also das ist, glaube ich, wichtig, nochmal so im Kopf zu haben, dann immer, ne? Ja, das stimmt. Also gerade auch das Thema Rassismus, was bei dir ja nicht so der Fall war bei mir sehr extrem, als ich hier in Hamburg aufgewachsen bin, und ich habe da einiges erlebt und auch viele, viele traurige Sachen, und bin so froh, dass sich die Zeit auch geändert hat und dass jetzt in der Schule also ich war in der Schule die einzige Schwarze, jetzt mittlerweile ist das anders. Jetzt gibt es, wie du schon angesprochen hast, mehr Multikulti, und das finde ich toll. I must give a compliment in a way to the hospitality of Germany, because one time I had to call the police because a dog had bit me, and this elderly German woman had the dog, and I wanted to, I was bleeding a little bit, and I wanted to make sure I had his numbers and, you know, get him checked. So I called the police, and the police didn't come to me and say, you're the culprit. They were open. So I must say that they must be getting more seminars, because before, I remember being one of the only women of African descent who was driving a car 10, 15, 20 years ago here in Germany. And believe me, I got pulled over so many times from the police. Now, today, it's different. There's more black women and behind the wheel of a car. So they have changed. I find it's very important. Auch, ne? Also it's very important that they've become more open-minded about it and more professional. Absolut. Also ich wurde als Jugendliche, als ich 14 war, musste ich immer eine Kopie von meinem Pass dabei haben, weil ich so oft kontrolliert wurde. Du musst dir vorstellen, ich bin da mit meinen Freunden und dann hieß es, du komm mal her, zeig mal deinen Ausweis. Und was hat das mit dir gemacht? Hat das was mit dir gemacht? Also ich meine, naja, ich hatte dann immer meinen Ausweis dabei. Das sowieso, das ist ja klar. Aber wenn ich mir das vorstelle, ne, dass ich immer wieder darauf gestoßen werde, so, guck mal, du bist anders, zeig mal, dass du überhaupt hier sein darfst, so ungefähr. Dir ist bewusst, dass du anders bist, das ist es, aber das macht dich aber auch stärker und auch selbstbewusster. Am Anfang hast du schon so ein bisschen Manschetten, wenn dann die Polizei vorbeifährt, aber irgendwann weißt du, du gehörst hierher, ich bin hier geboren, ich sehe zwar vielleicht anders aus, aber ich spreche genau die Sprache wie ihr auch, so what? Würdest du denn sagen, als schwarze Frau in Deutschland, oder würdet ihr das beide sagen, braucht man mehr Selbstbewusstsein oder man braucht da mehr Power, um sich selber, vor sich selber und auch gesellschaftlich zu positionieren? Ist das anders? Oder I would say, was würdet ihr sagen? I think we three women here now, we are all women of African descent. We're all moderators and producers of this show, but we all have our own opinion about different topics. And I think it's not necessarily a thing about being stronger on the outside, but being more secure in yourself, knowing more about who you are, and believing in ourselves as we are, with our different tastes, with our different choices of how we wear our hair, what foods we eat, where we go, what kinds of professions we choose to follow through in our lives. So I think it's more just, instead of going out, oh, I've got to be stronger, I've got to be this. No, I think we should go more inside and say, if something is bothering us, then we need to check ourselves. Why do I feel weak in this area? Maybe if someone says something to me and I get a negative reaction from it, what I personally do is I look in that mirror and go, okay, love, where are you not secure? Now check that out. Also auch das ist ja ein Prozess, da einfach hinzukommen. Ne? So, also ich habe in vielen Gesprächen auch innerhalb der Sendung gedacht, auch der letzte Talk von mir war zum Beispiel mit 3 jungen Mädchen, die gerade das Abi geschafft hatten und so in die Welt starteten. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist für viele doch noch ein anderer Kraftakt, ja, dass es überhaupt Thema ist, ja, dass du dich erstmal anders finden musst, dass du auf bestimmte Sachen gestoßen wirst immer wieder. Also ich glaube, das ist oft eine andere Herausforderung, dann wirklich zu wachsen und ganz, ganz stark zu werden. Und vielleicht ist man dann viel stärker als der ein oder andere, der da nicht durchgehen musste eventuell. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man als schwarze Frau jetzt unbedingt stärker sein muss als eine weiße Frau. Ich glaube nicht wirklich. Was ich denke, aber wir Frauen an sich müssen teilweise viel mehr Stärke aufweisen als Männer. Sie ist doch in den Positionen, Führungspositionen etc. Wir haben zwar eine Frau, eine Regierungsmacht, aber trotzdem habe ich immer noch den Eindruck, dass manche Frauen in bestimmten Berufen immer noch benachteiligt werden. Und deswegen denke ich, dass wir Frauen von Grund her
generell eine gewisse Stärke in uns haben, das uns so den Drive nach oben gibt. Das ist so meine Einstellung oder meine Erfahrung. Frauen sind an sich das stärkere Geschlecht. Ja, das wollte ich so nicht so sagen, aber ja, also ich unterstreiche das. So ist es doch. Yeah, but just to make sure that the men feel good about it. No, really, it's true. The women are the stronger species, so to say, but we continue to need the support of strong men. You know, we lift each other up. There's no question about it. Frauen müssen sich halt auch an bestimmten Positionen sehen. Also es ist auch Schwarze oder ne, die Afrikaner, was weiß ich, Leute mit Migrationshintergrund müssen sich in bestimmten Positionen sehen. Absolut. Und da sind wir wieder bei Vorbildern, ja, weil ne, das sichtbar machen. Du kannst auch Politiker sein, du kannst Polizist sein, du kannst alles Mögliche sein. Du kannst nicht nur Musiker sein, das ist natürlich wunderbar. No, it's okay. Du bist ein großartiges Beispiel dafür, aber du kannst alles Mögliche schaffen. Yeah, well, I used to be a teacher. Ich war mal Lehrerin. So you know, it's not just, I didn't just sing in the church and then had luck with my performance. I went to college and got a nice degree in education. And I think it's very important to have a good educational background, whether you do it yourself or whether you go to school for it, doesn't matter. You can be a self-made educated person. You don't have to go to anyone's school to be educated, but to find as much as you can about the things that we're very interested about. So that's why it works for me in being a part of this team. Aber das meine ich halt. Yes, ne? Es muss einfach doch noch mehr sichtbar werden. Ja? So, und das muss einem auch im Kopf sein, dass das auch dass da eine Sehnsucht da ist, das zu sehen. Ja? Dass ich das brauche, dass ich nicht nur Model, ich war auch Model, oder dass ich nicht nur das und das und das werden kann, sondern es ist alles möglich. Es ist sehr viel möglich. Ja? So. Deshalb, das ist, glaube ich, oft eine Frage des, der Einstellung auch, absolut. Der eigenen Einstellung. Genau. Und was du willst und wo dein Ziel ist und was für ein Drive. Oder, ja. Well, I'm really lucky. My children, for example, have a Kinderarzt auf English, pediatrician who is of African descent. Ja. So ja, aber zum Beispiel so jemand ist dann auch ein Beispiel für die Kinder, dass man sagt, ist ja ganz selbstverständlich, es muss einfach noch selbstverständlicher werden. Ja? Yes. So. Ich wollte noch mal ganz kurz mit euch darüber sprechen, was ihr darüber denkt. Ich glaube, dass wir einfach durch die aktuelle Lage doch eine besondere Verantwortung haben. Also jeder von uns in irgendeiner Form hat einen Migrationshintergrund. Ja? Mein Vater ist Afrikaner. So. Ich kenne aus Geschichten dieses Ankommen, das Anderssein sehr, sehr stark. Du kennst das auch, du hast sogar in Ghana gelebt. Du kennst es auch. Ja? Du hast auch vorhin von diesen Kontrollen beim Autofahren erzählt. Also wir haben so dieses Wissen darum. Das ist ja einfach auch ein Schatz, den man hat. Denkt ihr, dass man das auf eine besondere Art auch nutzen kann für die anderen, die jetzt ankommen? Was meinst du, Lars? Absolutely. Also, I think we're almost finished with this program. I just have to thank you so much for organizing all this. But I think just our presence in this TV show, to show that, to say this over and over again, to support as producers and moderators, to show that, yes, you've had a whole work day already. I'm just coming off of tour. You just finished and had a wonderful degree in your journalism. We all have a very busy schedule, but we take a moment to come and put together this for the community. Maybe we do something as volunteers with the refugees. So I think we just ihr seht schon, dass ihr eine besondere, dass man doch noch irgendwie das einsetzen kann, das, was man weiß oder das, was man da doch an Erfahrung hat auf jeden Fall. Wir haben eine Stimme und die können wir auch nutzen. Und ich denke, das ist alles möglich und jeder kann helfen und jeder sollte auch helfen, wenn er kann. Absolut. Das werden wir, das, was wir hier angefangen haben, finde ich, weiterführen, ein anderes Mal. Weil es gibt auch, glaube ich, ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen werden. Ja, vielen Dank, Ladies, für einen Start in eine neue Reihe. Ich möchte mich ganz herzlich verabschieden. Und gebe dir noch mal ganz kurz das Wort des Abschieds und dir, denn wir haben die Runde jetzt zusammen moderiert. Mir hat das unheimlich viel Spaß gebracht und ich hoffe Ihnen auch und ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Ich auch, mir geht's genauso. Take care, everybody. Tschüss, bis bald. Ciao.